Hi, herzlich willkommen auf tubalernen.de. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer, und dieses Video ist für Anfänger. Ich zeige dir heute, wie du dich in 10 Minuten richtig gut warm spielen kannst, wenn du in deinen, sagen wir mal, ersten 2 Lernjahren bist. Und dafür habe ich ein kleines Warm-up zusammengestellt. Das sieht so aus und du findest es auf meiner Seite tubalernen.de. Ich verlinke es dir unter dem Video. Da kannst du es dir runterladen und dann die Übung mit dir machen. Also erst auf tubalernen.de gehen, Noten holen und dann weitermachen. So, wenn du jetzt die Noten hast, dann legen wir direkt los. Aber noch brauchen wir die Noten gar nicht, denn wir fangen an mit dem Mundstück. Und zwar, um sich richtig schön warm zu spielen, buzzen wir erstmal ein bisschen auf dem Mundstück. Das heißt, wir spielen Töne auf dem Mundstück, ohne dass wir dafür die Tuba brauchen. Und da spielen wir jetzt erstmal so ein schönes Glissando von oben nach unten. Und gleich nochmal. Einfach noch einmal. Wahrscheinlich wirst du anfangs noch nicht ganz so hoch und so tief kommen wie ich. Mach das einfach so gut, wie du das kannst. Und jetzt machen wir das Ganze noch einmal andersrum. Das heißt, wir fangen unten an und gehen nach oben. Und noch einmal. Und noch ein letztes Mal. So, jetzt haben sich die Lippen schon so ein bisschen eingeschwungen und dann nehmen wir jetzt die Tuba dazu und machen die erste Übung. Ja, die Griffe habe ich dir auf dem Blatt dazu geschrieben. In dieser ersten Übung geht es darum, um die Tonproduktion, und dafür stoßen wir praktisch die Töne an ohne Zungenanstoß. Das heißt, wir blasen einfach ins Instrument, bis die Töne kommen. Du kannst es ruhig mal ausprobieren, einfach mal ganz locker. Der erste Ton ist das F, in Instrument blasen, bis der Ton kommt. Irgendwann ist so dieser Punkt, wo die Lippen anfangen zu vibrieren und der Ton entsteht. Und um diesen Ton rauszufinden oder beziehungsweise um diesen Punkt besser unter Kontrolle zu bekommen, machen wir die erste Übung. Und ich würde sagen, wir machen die jetzt einfach zusammen. Ich gebe 4 vor und dann geht's schon los. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Ja, das war schon die erste Hälfte der Übung A. Jetzt machen wir die zweite Hälfte. Wir fangen wieder auf dem F an und gehen jetzt eben nach oben bis zum B. Und damit haben wir praktisch die erste komplette Oktave, die man eben so lernt, die halt mehr oder weniger die große Oktave ist. Also vom Kontra B bis zum großen B. Damit haben wir die einmal abgedeckt und sind in diesem Bereich ganz gut warm gespielt und kriegen das auf jeden Fall ansatztechnisch gut hin. Und dann machen wir jetzt den zweiten Teil ab der dritten Reihe. 1, 2, 3. 2, 3. 2,
3. So, 3. So, 3. Und der letzte. Okay, also du wirst merken bei dieser Übung, dass es am Anfang nicht so einfach ist, die Töne einfach so ohne Zunge anzublasen, aber das wird dich extrem weiterbringen in diesem Bereich. Wenn du die Übung jeden Tag machst, wirst du auf jeden Fall einen viel besseren Klang auf der Tuba kriegen. Dann machen wir jetzt die zweite Übung. Bei der zweiten Übung geht es um einen runden, vollen Klang, Übung B, und wir binden einfach immer von einem Naturton auf den anderen, fangen an vom F aufs B und so weiter. Du hast ja die Noten da. Das Schöne ist, wir können das immer komplett auf einem Griff spielen. Das heißt, es ist wirklich eine reine Lippenbindung. Den ersten Ton kannst du gerne anstoßen und den zweiten dann einfach runterbinden. Wir machen das zusammen. 1, 2, 3. Zweite. Gut. Achte bitte drauf, dass du den Ton möglichst voll klingen lässt. Dafür musst du bei den tiefen Tönen den Unterkiefer etwas fallen lassen, damit du wirklich diesen Tuba-Sound hinkriegst und dass es nicht ist, sondern Okay, der dritte. Der nächste. Der vorletzte. Und der letzte. Okay, damit haben wir schon runtergespielt bis zum tiefen E, bis zum Kontra E. Das kann sein, dass das anfangs noch nicht ganz klappt bei dir mit der Tiefe. Dann spiel einfach bis dahin, bis wohin es eben gut klappt. Und ja, mach die Übung einfach gewissenhaft. Wie gesagt, schön Mund auf in der Tiefe, damit du eben auch da einen richtig schönen Tuba-Sound bekommst. Denn die Tuba soll ja nach Tuba klingen und nicht nach Posaune. Die dritte Übung, da geht es auch um Bindungen. Das ist die schwerste von den 3 Übungen. Da binden wir von der Oktave auf die Quinte auf die Prim und das Ganze eben einmal gebunden und einmal gestoßen. Ich würde sagen, hier machen wir es einfach so, ich spiele diese 3 Takte immer vor, dann spielst du nach, dann spiele ich die nächsten 3 Takte vor und du spielst mir nach. Und ja, ich glaube, so ist das ganz gut. Ich fange einfach mal an. Drei. Jetzt kommt die zweite. 3, 4. Die nächste. 3. Die nächste.
3. Drei. Und die letzte. 3. Tja, das war's auch schon mit dem Warm-up für Tuba-Anfänger. Auf den Noten habe ich versprochen, dass es in 10 Minuten geht. Abzüglich von dem, was ich so gelabert habe, denke ich, dass wir in 10 Minuten hingekommen sind. Ich sehe gerade, wir sind jetzt bei 11 Minuten und 20. Also das kommt sogar ungefähr hin. Wenn du diese Übung jeden Tag machst, wirst du sehr schnell einen viel besseren Ton bekommen. Wenn dir das zu einfach war, dann klick doch bitte hier oben hin. Da gibt's mein Warm-up für Fortgeschrittene. Und wenn du diese Übungen richtig gut kannst, dann kannst du da natürlich auch hinklicken und kannst diese Übungen auch machen. Die werden dich um einiges mehr fordern als das, was wir jetzt hier gemacht haben. Dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Üben und tschüss.